So bei 80 km/h fängt das Lenkrad an zu flattern. Ist alles hinüber. Ist schon verrostet. Die sind schon wirklich vergammelt und durch. Komplett porös, gerissen. Hier haben wir ein bisschen Rost. Das sieht echt böse aus. Wir wären, glaube ich, auch kurz davor abzubrechen. Wahnsinn. Alles gepackt. Los geht's. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind Svenny und Basti sitzt vorne im Suzuki Jimny, falls ihr neu dazu gekommen seid, über unser kleines neues Suzuki Jimny Projekt. Wir haben jetzt am Wochenende was ganz Besonderes vor. Und zwar wird es ein paar Upgrades für unseren Jimny geben. Und wir haben vor ein paar Folgen liebes Pärchen kennengelernt, der Dirk und die Aurita, die uns schon mit ihrer Gastfreundschaft so überrascht haben. Und ja, mit denen, der hat selbst einen Jimny, mehrere Jimnys schon gehabt, kennt sich super gut aus und mit dem dürfen wir jetzt am Wochenende zusammen ein paar coole Upgrades machen. Und da sind wir jetzt erstmal auf dem Weg hin. Dankeschön. Guten Morgen. Wir haben heute einen richtig langen Arbeitstag vor uns und da ist ein guter Schlaf besonders wichtig. Und im Van bedeutet das auf jeden Fall ein ebener Untergrund, gute Temperaturen und die richtige Bettwäsche. Seit wir zurück sind in Deutschland, schlafen wir in der Eukalyptus-Bettwäsche von 23. Die hält uns nachts richtig schön warm. Das Material passt sich der Körpertemperatur an und das ist jetzt gerade für die Jahreszeit, wenn die Nächte kälter werden, genau richtig. Neben dem hohen Schlafkomfort fühlt sie sich einfach extrem hochwertig an, super weich und super glatt auf der Haut und wir haben dadurch einen richtig entspannten Schlaf. Aktuell gibt es ein richtig starkes 2-für-1 Angebot auf der Website von 23 auf ausgewählte Bettwäschesets und mit unserem Link unten in der Beschreibungsbox spart ihr nochmal 5% on top. Das heißt, ihr könnt bis zu 150 € insgesamt sparen. Das Schönste ist, sie sieht nicht nur richtig gut aus, sondern ist auch nachhaltiger und ressourcenschonender als herkömmliche Bettwäsche, weil sie durch die Eukalyptusfasern hergestellt wird. Also checkt nochmal unbedingt alle Details unten in der Infobox oder scannt einfach den QR-Code hier im Bild, da kommt ihr direkt zur Angebotsseite. Wir müssen uns jetzt so langsam mal fertig machen, auch wenn ich ungern aus dem Bett kommen möchte, aber ich glaube, wir haben noch einen langen Tag vor uns. Es ist ein richtig herrlicher, gemütlicher Morgen. Die Temperaturen sind absolut entspannt noch dafür, dass wir schon im November sind. Es ist super neblig, es hat ein bisschen angefangen zu regnen. Aber wir hatten eine richtig entspannte Nacht
Gestern Abend haben wir uns noch mit Dirk und Aurita zum Abendessen getroffen. Und ja, jetzt packen wir den Jimny ein und dann geht's in die Werkstatt. Guten Morgen. Und, excited? Oh ja. Wird ein langer, sehr guter Tag. Es wird spannend. Peppi und ich, wir drehen jetzt hier noch schnell eine Runde. Und dann kann es losgehen. Brauche ich mein Handy. Bis gleich. Bis gleich. Der Van ist hinten ganz schön vollgepackt. Wir haben ganz schön viele Pakete mit. Das bedeutet aber auch, es gibt viele Veränderungen am Jimny, auf die wir uns richtig freuen. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angekündigt. Ja, der Jimny steht eigentlich auch schon bereit. Da ist natürlich auch noch was drin. Und dann werden wir heute den ganzen Tag schrauben. So, wir haben den Jimny eingesammelt und dazu noch einen zweiten Jimny, inklusive Dirk, den wir euch gleich vorstellen werden. Mit dem werden wir heute jetzt zusammen an unserem Jimny rumbasteln. Wir sind schon sehr gespannt und fahren jetzt erstmal in die Werkstatt. Wir sind in der Werkstatt angekommen. Peppi und ich, wir haben hier draußen geparkt. Basti ist schon in die Garage gefahren. Und ja, ich glaube, wir schnappen uns jetzt gleich die Ersatzteile und bringen die einfach erstmal in die Werkstatt. So, wir sind in der Werkstatt angekommen, wo wir heute die Jimny-Anpassung machen. Und damit fangen wir auch direkt an. Das ist euer Job. Der Tank sieht noch gut aus. Also beim Jimny. Kaum in der Garage ist schon die Hälfte ab. Ja. Basti und nebendran ist Dirk. Und Dirk muss jetzt auch mal Hallo sagen. Er wird gezwungen. Guten Morgen. Wie ist die Rostlage? Ja, sehr gut eigentlich. Ne? Also, wenn man von einem 20 Jahre alten Auto spricht, eigentlich tipptopp. Die sind ein bisschen sofort. Wenn die Achse komplett hier ganz groß. Die kleinen vorsichtigen Sachen mache ich erstmal. Also als erstes machen wir heute das Fahrwerk. Damit haben wir schon angefangen, beziehungsweise Dirk. Reifen sind runter, Stoßdämpfer sind runter. Die sehen auch nicht mehr so gut aus. Also
Die Bolzen sind da schon irgendwie zur Hälfte reduziert und wären, glaube ich, auch kurz davor abzubrechen. Das heißt, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass wir ein neues Fahrwerk einbauen, vor allen Dingen die Stoßdämpfer. Was noch gemacht werden muss, ist die Luftleitung hier. Werden dadurch, dass das Fahrwerk auch nochmal 5,5 cm höher kommt, sind die ziemlich auf Spannung, gerade wenn der Wagen verschränkt. Das heißt, da muss der Halter verlängert werden, damit da die Luftschläuche auch nicht so auf Spannung sind. Die Bremsleitung haben wir längere dabei. Ich muss noch mal gucken, ob die überhaupt theoretisch nötig wären. Die haben eigentlich noch genug Spannung. Das sind die hier. Aber ich glaube, da packen wir auch die neuen dran. Ob wir dieses Entlüftergerät da haben, Ja. weil wir müssen die ganze Bremsanlage da noch eine neue entlüften. Hier haben wir ein bisschen Rost. Das ist jetzt noch nicht sonderlich schlimm, aber das kann man zumindest mal behandeln. Da hat Dirk auch ein Spezialgerät für so ein, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ein Nagelmaschinen-Entrostungsgerät. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff. Und damit kann man das schon mal ein bisschen den Rost runterklopfen, runter vibrieren, dann wird es ein bisschen behandelt und dann ist es auch wieder gut. Lernen neue Dinge. Absolut, absolut. Deswegen waren wir richtig froh, dass Dirk uns hilft und oder wir ein bisschen assistieren können. Aber dass Dirk uns eben ganz viel auch beibringen und zeigt, wie das alles funktioniert, weil wir davon echt noch keine Ahnung haben, auch wenn wir auf der Reise ein bisschen was machen konnten. Sowas natürlich nicht. Also das lernen wir ganz neu. Und das ist ja der Nagelentroster. Ich war gar nicht so verkehrt in das Halten. Okay. Der hat Wumms. Okay, wenn man jetzt mal so Vorher-Nachher-Bild hat, ist es schon echt krass. Also hier, wenn man sich das anguckt, das sieht echt böse aus. Natürlich ist der jetzt auch ein Ticken größer, weil das Fahrwerk ja höher ist, aber ich bin froh, dass wir das machen, wirklich. Dirk hat im Übrigen selber einen Jimny und ich glaube mittlerweile auch schon sein dritter, ist also absoluter Jimny-Enthusiast, was natürlich perfekt für uns ist. Da sitzt jeder Handgriff, es geht so schnell voran. Ich glaube, wir versuchen immer einfach nur aus dem Weg zu gehen, damit wir nicht stören. Vorne Federn, Stoßdämpfer sind schon drin. Ich finde, es sieht mega aus, Wachs dran gemacht. Wir haben vorher unten schon den Rost auch behandelt. Es wurde geschweißt, geflext, alles. Das ist echt der Hammer. Also wir sind ultra dankbar, dass Dirk hier uns dermaßen hilft. Was heißt hilft? Also ihr wisst, was ich meine. Also die hinteren Dämpfer sind jetzt auch raus. Dirk hat gerade schon gesagt, das war der richtige Zeitpunkt, die auszutauschen. Die sind schon wirklich vergammelt und durch. Das hier ist oder eher war mal ein Gummi. Da ist wirklich nicht mehr viel von über, komplett porös, gerissen. Also ich bin richtig froh, dass wir das komplett austauschen, weil die sind alle, ist alles hinüber. Aber so sehen halt wahrscheinlich 20 Jahre alte Stoßdämpfer aus. Ich glaube nicht, dass die schon mal ausgetauscht wurden. Das ist die passende alte Feder dazu. Ja, ist schon verrostet, aber es ist eher die Beschichtung und noch nicht komplett durch. Also die sind noch ganz okay, aber viel zu klein.
Wir wussten ja, dass wir nicht ganz so viel beitragen können bei der ganzen Chose und eigentlich eher mal viel lernen. Aber wir haben gerade selbst gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir auf den Aufnahmen nicht immer zu sehr mit Hände in den Hüften oder Hände in der Hosentasche dastehen. Aber es ist super interessant, super spannend und ich hoffe, wir können was mitnehmen, damit wir demnächst auch eigenständig Hand anlegen können. So, Stoßdämpfer sind drin, Federn sind drin, Bremsleitung, glaube ich, bis auf eine auch schon. Jetzt baut Dirk gerade den Lenkungsdämpfer ein. Der Jimny hat das Problem, dass er so bei 80 km/h fängt das Lenkrad an zu flattern. Das ist eine relativ typische Krankheit beim Jimny. Dafür kann man einen Lenkungsdämpfer einbauen. Der sitzt auf der Lenkstange und verhindert oder federt diese Vibration ab und dadurch hört dieses Lenkradschlackern auf. Und das ist natürlich bei uns auch wirklich schon sehr doll gewesen. Deswegen freuen wir uns extrem darauf, wenn dadurch das ein bisschen abgefedert wird. Ich fühle mich nicht qualifiziert dazu, was zu sagen, aber unter anderem dieses Teil, den Panhardt-Stab, haben wir ausgetauscht. Und ich weiß noch, wie schwer das Paket war, wo der neue drin ist. Und das hier ist federleicht, ein Zahnstocher. Da ist man nur mal eine Stunde am Laptop und hier passiert einiges. Ich hätte nicht gedacht, dass die Felgen so gut aussehen. Sehr geil. Wir nähern uns so langsam dem Ende, zumindest das, was das Fahrwerk angeht und Räder. Jetzt kümmern wir uns gleich noch um diese unschöne Stelle, die wir vorletzte Woche im Video gefunden haben und hoffen, dass wir das gut sauber bekommen und rostfrei. So, liebe Leute, wir sind auf Probefahrt. Das Fahrwerk ist drin. Ich kann es kaum glauben. Mach mal kurz ein Foto. Also da muss definitiv die Spur eingestellt werden. Ich habe das Lenkrad quasi. Ja, krass.
Fährt sich richtig gut. Es muss auf jeden Fall noch wahrscheinlich eine Spureinstellung gemacht werden, aber mega happy. Das ist richtig cool. Willst du wieder haben? Nee. Alles gut. Steht sehr gut. Wahnsinn. Neues Auto. Komplett neues Auto. Mega. Die Werkstattleitung. Wie neu, da jetzt mal ein Unterschied. Achso. Danke dir. Das sah auch ein bisschen weird aus, wie du einfach nur so deine Hand nach vorne gestreckt hast. Ja. Ja, wir sind fertig für heute. Ich könnte mich jetzt den ganzen Tag hier hinsetzen und es angucken. 1000 Dank an Dirk. Der hat das alles nicht ganz in Alleingang, aber eigentlich schon. Wir waren keine große Hilfe. Oder? Finde schon. Ich glaube, wenn wir mal einen Zeitraffer einblenden, dann sieht man nur, wie wir von links nach rechts uns ums Auto rumbewegen. Aber ja, haut's mal in die Kommentare, wie ihr den Umbau findet. Ist noch nicht ganz fertig. Ein bisschen was kommt noch, aber das ist eigentlich der Großteil. Darauf haben wir hingefiebert. Der wichtigste Teil. Ja. Genau, danke auch nochmal an Dennis, der hat auch sehr, sehr viel geholfen hier. Uns die Bremsen gemacht, die jetzt noch besser funktionieren als vorher. Das war im Bild. Du? Jetzt auch nochmal von mir, was für eine coole Geschichte. Es sieht wirklich richtig cool aus. Ich bin richtig dankbar, richtig froh, dass Basti da so viel Recherchearbeit reingesteckt hat und wir jetzt ja so ein richtig kleines Offroad-Mobil haben, mit dem wir bald durch die Gegend flitzen können, den Umbau noch fertig machen und schöne Upgrades, nicht so aufdringlich. Gefällt mir gut. Jetzt stehen wir hier an der Stelle, wo wir euch zum ersten Mal den Jimny vorgestellt haben. Und in den letzten Wochen ist doch einiges passiert, wo wir denken, es lohnt sich mal einen Vergleich zu zeigen. Das stimmt. Denn wir haben das Mobil ganz schön umgebaut. Ich glaube, der Jimny ist jetzt schon absolut bereit für Gelände, für Offroad, für großes Abenteuer. Wir haben so einige Sachen verändert. Ihr habt es ja im Video gesehen. Wir haben neues Fahrwerk eingebaut. Das heißt, wir haben neue Stoßdämpfer, wir haben eine neue Federung, wir haben jetzt Stahlflex, Bremsleitung, wir haben Panhardstäbe, wir haben den Lenkungsdämpfer. Also alles, was fürs Fahrwerk natürlich wichtig ist und Was natürlich, das technische Herz ja, höher schlägen lässt. und natürlich, was die Optik natürlich auch noch ordentlich nach oben schraubt, sind die neuen Reifen, die ein bisschen größer sind. Alles wird ein bisschen nach oben gelegt, wir haben viel mehr Bodenfreiheit. Es sind, glaube ich, knapp 7 cm höher jetzt mit allem drum und dran. Das ist schon ganz schön ordentlich. Wir passen jetzt auch tendenziell unter die Markise drunter und unter das Dachzelt. Ja, du auf jeden Fall. Bei mir müssen wir mal gucken. Es fehlen natürlich noch die Kleinigkeiten. Und so klein sind die Kleinigkeiten gar nicht. Denn natürlich fehlt noch das Dachzelt, Markise, es kommt noch ein Schnorchel, was mit den Fenstern, passiert noch was. Also auch da wird sich noch ein bisschen was tun. Aber wir sind schon richtig weit. Letzte Woche habt ihr schon gesehen, dass wir im Innenausbau auch schon mächtig vorangekommen sind. Ja. Da steht jetzt schon eigentlich die Grundstruktur. Das müssen wir jetzt alles nochmal abschleifen, nochmal schön machen. Finalisieren. Genau, aber das habt ihr natürlich alles gesehen. Und wie sich jetzt das neue Fahrzeug
wie ist ja schon fast ein neues Fahrzeug für uns irgendwie. Jetzt den zu sehen, wie er da so hoch oben thront, das ist schon richtig cool. Ja. Und Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte, würde ich mal sagen. Dann gucken wir mal, Wie es wie in das- Bewegung wie es in aussieht. Bewegung aussieht. In Action. Wir freuen uns richtig über die Upgrades und finden, es ist richtig gut geworden. Es hat sich mega gelohnt. Und wir können es gar nicht erwarten, damit endlich loszufahren. Ich meine, jetzt ist es schon ein richtiges Offroad-Mobil. Jetzt fehlt noch, dass es ein richtig guter Camper wird. Das heißt Dachzelt und alles Equipment, was wir so für unterwegs brauchen. Ich glaube, das wird am Ende auch nochmal richtig cool aussehen, wenn das fertig ist. Und ja, mega praktisch vor allen Dingen auch. Wir wollen uns nochmal ganz, ganz doll bei vor allen Dingen Dirk und Aurita bedanken und auch bei Dennis, die uns Ja. in der Werkstatt extrem geholfen haben und überhaupt bei dem Autohaus Steffgen aus Schweich, dass wir das da alles machen durften. Also Ja. wirklich auch eine extrem gute, coole Werkstatt. Wenn ihr irgendwie da in der Nähe seid und mal eine Werkstatt braucht, dann geht da mal hin. Kleine Herzensempfehlung, unbezahlte Werbung, weil die machen einen richtig guten Job da und wir waren mega happy. Also ja, geht da gerne hin. Autohaus Steffgen in Schweich. Emoji der Woche ist natürlich irgendein Werkzeug, Ja, würde ich Schraubenschlüssel behaupten. oder sowas. Schraubenschlüssel, Schraube, egal was euch in die Finger kommt, kommt unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nicht jetzt, wenn es an den Rest geht. So 1, 2 Sachen müssen wir ja noch anbauen, das zeigen wir euch natürlich auch nochmal. Und dann geht es ja auch Schon irgendwann los. los. Ja, und dann können wir auch endlich verraten, was wir denn vorhaben. Stimmt. Haut mal in die Kommentare, wie ihr die Upgrades findet. Das würde uns freuen. Und natürlich das Support-Herz nicht vergessen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir zusammen dieses Abenteuer weitergehen. Und ja, dann gibt es ein neues Video. Bis dahin. Danke. Ende.